hier vor uns ganz bekannt die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, weil diese wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und dann so als Kriegsmahnmal gelassen. Der hohle Zahn. Links und rechts die Puderdose und der Lippenstift. This is very famous here just ahead, the Kaiser Wilhelm Memorial Church, because in the Second World War this was badly damaged and left like that as an anti-war memorial. They call it the hollow tooth. And left and right, the powder box and the lipstick. Wir sind hier im Herzen von West-Berlins touristische Gegend. This is right in the heart of West Berlin's tourist area. Und vorne links ist das Europa Center mit vielen Läden, Restaurants und Kneipen. Und hier ein Ostermarkt, so an Easter market here. And on the left, this is the Europa Center with a lot of shops, restaurants and pubs. Diese Skulptur in der Mitte der Straße heißt Berlin oder die tanzende Spaghetti und soll die 4 Zonen von Nachkriegs-Berlin zeigen. Darauf sind Sie sicherlich sofort alleine gekommen. Ja. This sculpture on the left is called Berlin or the Dancing Spaghetti. It's supposed to show the 4 zones of post-war Berlin. But I expect you worked that out as soon as you saw it. So, Nummer 2, gleich hier. Am Ende dieser lange Einkaufsmeile, diese 3,5 Kilometer von Shopping und so, diese hier, KDW, ist last but not least Kaufhaus des Westens, Europas zweitgrößte Kaufhaus nach Harrods in London. Bisschen über 100 Jahre alt, aber natürlich heute zu. And we've come to number 2, and this is at the end of this 3.5 kilometers of shops and so on. This one is last but not least, on the right, KaDeWe. That stands for Department Store of the West, and it's Europe's second biggest department store after Harrods in London, and a little over 100 years old. So, hier vorne Wittenbergplatz mit Berlins ältester U-Bahnhof von 1902, renoviert im Stil der 20er. And this is Wittenbergplatz with Berlin's oldest underground station from 1902, renovated in the style of the 20s. Und am Eingang steht ein Schild, wo die Namen der KZs aufgelistet sind, in Erinnerung an die Opfer unter den Nazis. There's a sign at the entrance listing the names of concentration camps in memory of the victims under the Nazis. Brunnen der Generationen rechts, on the right, Fountain of the Generations. Und da vorne auf der linken Ecke, linke Seite, ist dieser große eiserne Ofen. Der war ein Geschenk an Berlin von Paris in 1987 zum Berlins 750. Jubiläumsjahr. Und der Bogen hat eine sehr besondere Bedeutung. Leider versteht keiner ganz genau was, aber er hat etwas kompliziert mit der Erdachse zu tun. So, danke Paris, sehr, sehr hübsch, nett gemeint. And this big iron bow-shaped thing on the left was a special present to Berlin from Paris in 1987 for Berlin's 750th anniversary. And the bow shape has some very special meaning. No one has a clue exactly what, but it's something to do with the axis of the Earth. So, thank you very much, Paris. Very lovely. Naja, so ist es nicht. Vorne auf der rechten Ecke ist einer der größten Hotels hier mit über 750 Betten. Und Tourismus boomt hier. And ahead on the right-hand corner is one of the biggest hotels here with over 750 beds. And tourism is booming. Das ist auch ein Glück, weil es gibt hier sonst nicht so viel Industrie in Berlin. Eine relativ arme deutsche Stadt. Aber, wie unsere letzte Bürgermeister Klaus Wogerer mal gesagt hat, Berlin ist arm, aber sexy. So, reich und sexy wären noch besser. Arbeiten dran. Jetzt kommen wir an Nummer 3, Lutzelplatz. Number 3 just ahead.
And it's just as well that tourism is booming because there's not much industry here otherwise, and it's a relatively poor German city. But as our last mayor, Klaus Obereit, once told us, Berlin is poor but sexy. Well, rich and sexy would be even better, but we're still working on that. Über die Brücke rechts ist ein Museum über Bauhaus, die Kunst- und Architekturbewegung. Over the bridge on the right there's a museum about the Bauhaus School of Art and Architecture. Und hier links ist der CDU-Hauptparteisitz oder Angeles Bügeleisen, auch die Titanic benannt. On the left, that's Angela Merkel's party headquarters, the Christian Democrats, known as Angela's Iron or the Titanic. Und hier entlang links sind einige Botschaften. Some embassies on the left, Monaco, Luxemburg, Bahrain, Malaysia. Interessantester wegen der Streifen vorne ist Mexiko. Jetzt muss man die Streifen gucken. Eine kleine optische Täuschung. Von hier ganz klar zur rechten Seite angelegt. So gucken Sie.